Hallo. Moin Leute, da sind wir wieder. Wir sind immer noch an dem Stück bei, wo wir die letzte Folge aufgehört haben. Da. Langsam habe ich mich aber mit den Fans schön eingegroovt, muss ich sagen. Also langsam läuft es wirklich gut. Ich habe hier so ein bisschen ein paar Feinheiten gemacht. Ich habe hier im TMS-Menü, also Traktor-Management-System, haben wir da die Möglichkeit zu sagen, wenn wir Zapfwelle anhaben, dann soll er mindestens 1100 Umdrehungen fahren und maximal diese Umdrehung. Minimal ist aber wichtiger, weil wenn wir jetzt die Zapfwelle anmachen und wir rollen manchmal bergab, haben wir so wenig Drehzahl, dass die Pumpe zu wenig Saft bekommt. Und das ist ganz geil, wenn wir hier nämlich eine Minimaldrehzahl über den Knopf einstellen, dann will er die ganze Zeit diese Drehzahl einhalten. Das wiederum sieht er aber als Minimalwert an. Das heißt, er soll nicht drunter kommen, also nicht unter diesen Wert. Drüber ist aber gar kein Problem. So, da kommt ein Stein. Habe ich die Schlitze mal einmal kurz ausgehoben. Jetzt, wenn wir hier drauf fahren und wir haben Fahrgassen, dann werden wir jetzt im Anschluss auch Steine sammeln nächste Woche. Und das Ganze habe ich auch jetzt gemacht über die Hydraulik. Das ganze Fass läuft ja über Load Sensing, außer die Vakuumpumpe. Das heißt, wenn ich die Vakuumpumpe anmache, kriege ich direkt Drehzahl vom Motor und habe dann mehr Ölleistung und kann dann auch den Turm dazu bewegen. Ansonsten im Standgas reicht es nicht aus für die Vakuumpumpe und Turm gleichzeitig. Und Vakuumpumpe auch nicht in der Leistung, wie wir es haben wollen. Also das ist ganz geil. Und jetzt funktioniert ziemlich vieles automatisch. Das heißt, ich drücke diesen Knopf, können wir gleich einmal machen. Wenn wir pumpen, ich drücke diesen Knopf und schon kriege ich Drehzahl. Da kommt noch ein Stein. Und dann geht die Post wieder ab. So, und das Ganze ist auch mit Zapfwelle. Also wenn die Zapfwelle an ist, kriege ich mehr Drehzahl, habe mehr Leistung und kann vernünftig ausbringen. Hier übrigens, hier ist Tiger Drill, Primera, da vorne kommt Kleden. Es ist wirklich beeindruckend, wie krass unterschiedlich die Befahrbarkeit ist. Also wenn wir hier wirklich richtige Reifenspuren sehen, sieht man Primera und Kleden fast nichts da vorne. Also jetzt, wo das da oben war, jetzt auch der Teil, wo das schon über Nacht abgetrocknet war, was ein krasser Unterschied. Wirklich, also ich fange immer mehr an, diese beiden Systeme zu lieben. Aber welche nimmt man denn nun? Keine Ahnung, aber das ist schon ein wahnsinnig guter Unterschied. Wahnsinnig gut. Und man muss auch sagen, die Flächen sind ein bisschen ebener. Die Tiger Drill hat doch ein bisschen Probleme mit den weißen Maiswurzeln, mit der Erde und hat dann manchmal so, da kriegt sie die Erde nicht verdrängt und macht so eine kleinen Wellen, so eine kleinen Haufen. Wirklich geil, gefällt mir bombastisch gut. Was man aber auch sieht, ist so ein bisschen, wo der Frost drüber gerät. Hier in den Senken ist der so richtig schön grün, der Weizen. Hier oben auf den Kuppen ist der so richtig hell. Und so ein bisschen bei den Bäumen oder drüben hinter den Häusern haben wir noch ein anderes Stück. Hinter den Häusern, da ist so ein Stückchen Wald, da ist er richtig quietschgrün, weil der halt da geschützt ist. Ne? Und deswegen ist das hier auch so, sobald hier so eine kleine Senke ist, sieht der da hervorragend aus, der Weizen. Aber ich denke mal, hier wird er sich erholen. Wir haben noch nach wie vor über eine Woche Nachtfrost, immer -4, -5 Grad, tagsüber 10 Grad. Hemmt natürlich ein bisschen die Vegetation und man sagt eigentlich, dass kühle Temperaturen die Bestockung fördern. Da, wo er die ganzen Anlagen bildet, das ist sehr förderlich für die Bestände. Also die schaffen dann noch ein bisschen aufzuholen. Genau, jetzt kommen wir Vorgewende, das wollte ich euch noch mal zeigen. Also, wenn ich jetzt hier am Vorgewende bin, dann hebe ich hier damit die Schlitze aus. Die geht dann hinten hoch und gleichzeitig macht er auch alle Hähne zu und. Also es ist ein sehr automatisierter Prozess. Ist halt abgespeichert, was er da alles machen soll. Also er hebt das Ganze an und schaltet die Dosierung aus. So. Das müsste doch wieder eine Fahrgasse sein. Jetzt müssen wir hier reinfahren. Ich fahre mal 2 Bahnen. Und dann kommt eine Fahrgasse und dann kommen wieder die Bahnen und ich lasse mir die Fahrgasse immer für den Verkehr, also dass ich rechts und links dran hochfahren kann. Man sieht ja noch die Spuren, weil wir da im Herbst bei waren. So, wenn ich jetzt hier runter mache, geht die Schlitze runter und jetzt schalte ich hier die Zapfwelle ein und bekomme automatisch Drehzahl für die Ausbringung.
Warum mache ich das am Vorgewende aus? Ich habe mal festgestellt, so die Pumpe läuft nicht die ganze Zeit so auf Druck. Und wir haben es ja beim Samson die letzten 2, 3 Jahre schon so gemacht. Die Pumpe läuft nicht die ganze Zeit auf Druck, die Gelenke laufen nicht die ganze Zeit weiter. Gerade die Gelenke ist immer das Schwierigste an der Zapfwelle, ne? Da ist immer der höchste Verschleiß. Und gerade da haben wir festgestellt, ist es deutlich besser und angenehmer, wenn wir die Welle ausmachen am Vorgewende. Und dann schalten wir sie einfach wieder zu. Ich hatte mir das mal auch eine Zeit komplett automatisiert mit End und Go. Aber so komme ich eigentlich relativ gut klar, muss ich echt sagen. Also es ist keine schlechte Sache, gefällt mir gut. Und genau dasselbe auch beim Pumpen. Also beim Pumpen zeige ich euch das auch gleich nochmal. Ansonsten fahren wir hier alles über GPS. Das sind ja hier meine Linien, kennt ihr ja. Das Ganze über RTK. Und das Fass zeichnet halt auf, wo es was ausbringt und wo nicht. Beziehungsweise, wenn es was ausbringt, wird es aufgezeichnet. Wir fahren 20 Kubik auf dem Hektar. Da ist der Sollwert und da ist der aktuelle Ist-Wert. Ja, also klar schwankt das mal so ein bisschen. Wir fahren ja auch mal ein Mühe schneller, Mühe langsamer. Auch die Drehzahl variiert so ein bisschen, sodass das nicht immer perfekt eingehalten wird. Aber das funktioniert schon ziemlich gut. Also auf dem Flächenschnitt näher haut das auch sehr gut hin. Soweit erstmal. Das ist das, was ich euch erzählen kann. Ansonsten, Wetter ist natürlich mega. Holen wir nachher die Drohne wieder raus. Am besten sind die Drohnen natürlich so ein bisschen im Sonnenuntergang. Als nächstes werden wir jetzt die Fläche auch noch mal eine Fläche machen, wo wir mit der Kläden gefahren sind. Weil die Befahrbarkeit ist einfach viel besser. Also die anderen Flächen sind dann mit der Tiger Drill. So, jetzt sind wir alle. Jetzt machen wir hier aus. Und wenn wir jetzt die Zapfwelle lösen, oder wenn wir die Zapfwelle ausmachen, dann geht die Drehzahl auch runter. Das Schlitz ist ausgehoben. Und jetzt fahren wir hier, man sieht auch noch ein bisschen die Spuren aus dem Herbst. Jetzt fahren wir rüber in die Fahrgasse rein und zack. Wir sehen sie nicht richtig, man sieht sie noch ein ganz bisschen aus dem Herbst, aber hier ist unsere Fahrgasse. Wenn ich mal nicht weiß, wenn wir nicht im Herbst gefahren sind und ich nicht weiß, wo die Fahrgasse ist, stelle ich ganz einfach die Arbeitsbreite auf 27 Meter und dann weiß ich, wo eine liegt. Beim John Deere kann ich das auch so einstellen, dass jede dritte Fahrgasse beispielsweise farblich anders markiert ist. Dann weiß ich da auch, wo sich eine Fahrgasse befinden sollte. Bei Fendt geht das, ich glaube nicht. Wenn das doch geht, schreibt mal in die Kommentare, wo ich das dann finde. Also, dass ich zum Beispiel jede dritte Fahrgasse farblich anders markieren kann. Das wäre ganz interessant, wenn das funktionieren sollte. Ansonsten hier, Leute, da ist Primera. Primera, seht ihr das? Das sieht so unfassbar gut aus. Gut, da kommt der nächste Zubringer. Und ich mache kurz eine Pause und dann hole ich euch gleich beim Pumpen wieder dazu. So, wir haben uns jetzt so eingegroovt. Ich komme hier über die Fahrgasse hoch. Der Zubringer fährt so ein bisschen an mir vorbei. Fahren wir ein Stück. Stopp! Noch ein Stück, noch einen Meter. Der fährt so ein Stück an mir vorbei. Dann schalte ich hier die Vakuumpumpe an und damit geht direkt die Drehzahl hoch. Jetzt muss ich halt hier den Arm hochheben, also nach unten, und dann hebt er sich an. Die Jungs meinten, das ist dieselbe Bedienung und ist es auch wie beim Radlader oder beim Frontlader, deswegen ist es ein bisschen intuitiver. Ja, nur die Drehrichtung ist ein bisschen nicht intuitiv, aber das ist egal, da fuchst man sich ein. Also jetzt baue ich ja schon Vakuum im Fass auf. Ich sehe das nicht richtig, weil die Sonne da so drauf steht. So, jetzt habe ich den genau reingesteckt. Jetzt drücke ich hier den Knopf und tippe einmal nach oben. Und dann habe ich da unten so eine kleine Uhr. Da. Da, die. Und dann sehe ich halt, ob der Drehzahl raufkommt, beziehungsweise Druck. Das ist die von dem Beschleuniger da oben drauf. Und dann sind wir direkt am Pumpen. Also das alles. Der Zeiger fängt auch schon an zu wackeln. Und wir brauchen so 2 Minuten 30 zum Überfüllen. Hier sehen wir jetzt auch schon da, wie sich das da unten füllt. Und sobald er voll ist, der hat einen Sensor drin, sobald dieser Sensorwert erreicht ist, also ich kann den auch sagen, er soll nur halb füllen. Sobald dieser Sensor
erreicht es dieser Sensorwert, macht er oben automatisch den Schieber zu und schaltet den Beschleuniger ab. Ich muss dann nur noch die Vakuumpumpe abschalten. Das mache ich, indem ich sie einmal drucklos mache, einmal da drücke. Und das war's. Und dann sind wir vollgepumpt. Tada! So, anderes Stück. Seht ihr, da hinten geht die Sonne unter. Nächster Abend, Claydon gedrillt. Leute, je öfter ich über das Ding rüberfahre, desto geiler ist der. Also Claydon ist, weiß ich nicht, das Ding ist irgendwie so genial. Das hat so einen homogenen Bestand. Der ganze Bestand von da nach da, im ganzen Vorgewende, sieht so aus. Also sieht eigentlich ziemlich gut aus. Aus der Kamera sieht das immer alles ein bisschen anders aus. Ist auch eine andere Sorte. Sorte heißt hier Elixir. Da hinten hatten wir Complice. Complice anscheinend ein bisschen kälteempfindlich im Frühjahr. Ansonsten Elixir überzeugt auf ganzer Linie. Und was auch auffällt, ich will jetzt hier nicht rübergehen, dadurch, dass der Boden gleichmäßig abgesetzt ist, ne? Also wir haben hier keinen gelockerten Boden, sondern nur in dem bisschen Streifen. Ich tippe mal jetzt hier durch. Und das ist der größte Unterschied, der mich jetzt bei der Primera und bei der Claydon auffällt. Da, wo wir rüberfahren, hier sind wir rübergefahren. Die Schlitze, da, die Schlitze sehen nahezu identisch aus. Seht ihr das? So sieht es aus. So unfassbar mehr tragfähig ist der Boden. Ich habe das erwartet, dass das so sein wird. Ich habe aber nicht gedacht, dass das so ein krasser Unterschied ist. Also Primera war noch krasser, ey. Also das ist ein Wahnsinnsunterschied. Hier seht ihr auch, ist ein bisschen dicker, das Gerest hier, ne? Seht ihr, der Schlitz steht voll mit Gerest. 20 Kubik auf dem Hektar sind das. Das sieht hervorragend aus. Das sieht hervorragend aus. Mann. Die Claydon, die macht mich fertig. Claydon oder Primera, Claydon oder Primera. Beides so Top-Maschinen. Also definitiv besser als die Tiger Drill, muss ich sagen. Besser als die Tiger Drill. Aber die habe ich ja nun mal auf dem Hof. Die ist ja nun mal bezahlt. Das andere muss man erst wieder teuer kaufen. Das ist so. Man muss erst mal gucken, wie man jetzt so ein bisschen dieses Jahr durchsteht und dann sehen wir weiter. Hätte ich auch gewusst, dass ich 3 Jahre nach dem Kauf der Tiger Drill auf Strip-Till gehe. Also ich habe ja damals die Tiger Drill genommen, weil man ja halt damit drillen kann und man kann die halt absatteln und man kann noch grubbern und dann für die Maisaussaat ist das ja perfekt. 2 Maschinen für eine Maschine für 2 Zwecke nutzen ist ja hervorragend. Jetzt sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Jetzt haben wir Strip-Till und hier bewegen wir uns beim Getreide auch in einer anderen Richtung. Das ist hervorragend. Also man sieht ja auch hier, das ist ja dieser ganze Bereich, also gelockert ist ja nur hier dieser eine Bereich. Hier so ein bisschen rechts, links, aber sehr flach. Dieser ganze Bereich ist unberührt, No-Till sozusagen, und hier ist Till. Also hier ist Bodenbearbeitung, da und da, hier ist nix. Und wenn der dann noch gut erntet dieses Jahr, ja, dann ist das wirklich ein Grund für dieses System. Ansonsten Schlitze, wir haben jetzt gefahren, ich glaube 2000 Kubik oder so haben wir jetzt durch. Irgendwie ist Halbzeit im Getreide gerade heute. Wir wollen jetzt in 3 Tagen durch sein. Jeden Tag so, heute haben wir gefahren 800 Kubik, wir müssen jetzt jeden Tag 700 fahren, dann wären wir durch. Mal gucken. Aber das sieht auch so, den haben wir jetzt nachgewalzt übrigens, Leute. Hier haben wir ja mit der Güttler nochmal nachgewalzt, deswegen die ganzen Stängel hier, die zwar rausgucken, die sind aber alle angebrochen, Möbel, ne, weil wir da einmal mit der Güttler rüber gefahren sind. Selbst, na, obwohl hier, der ist noch ein bisschen ganz. Obwohl die meisten sind wirklich kurz. Oh, das ist einfach, das sieht hervorragend aus. Also man muss sagen, wir sind hierher gekommen und gedacht, Alter, sieht der Bestand geil aus. Vor allem ist ja relativ spät, das ist ja wirklich spät gedrillt und wir haben jetzt hier Frostnächte und das hat den Ganzen auch wirklich zugesetzt. Aber die Pflanzen sind da, jetzt bin ich auch gespannt, wie die sich entwickeln werden. Wird ein spannendes Jahr dieses Jahr. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Keine Ahnung, machen wir morgen früh weiter. Ich glaube, machen wir morgen früh weiter. Mir fällt erstmal nichts mehr ein. Doch, mir fiel noch was ein. Ich wollte das euch ja gerade sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Alles klar. Bis morgen. Tada, da sind wir wieder. Jetzt weiß ich auch übrigens, was ich euch gestern erzählen wollte. Wir haben da hinter der Hecke, da haben wir so ein 8 Hektar Stück, genau gegenüber von unserem Weizenversuch mit den Aussaaten, verschiedenen Aussaatvarianten. Und da haben wir keine Güttlerwalze rüberrollen lassen im Nachgang. Und das sah genauso gut aus. Also im ersten Moment sah es im Herbst ein bisschen schlechter aus. Jetzt aber ganz gut. Also ich glaube, im Herbst spielt das keine große Rolle, weil wahrscheinlich der Regen alleine für die Rückverfestigung am Saatkorn sorgt. Und wir haben halt immer Feuchtigkeit. Da machen wir uns nichts vor.
So hochwahrscheinlich ist ein trockener Herbst ja auch nicht. Aber nur so viel dazu, weil wir ja gestern mit der Kläden stehen geblieben sind. Was man auch so ein bisschen auffällt, die kämmt halt so ein bisschen die Steine raus, aber das nicht weiter will. So oder so müssen wir ja jedes Jahr Steine sammeln und viele fragen, wie macht ihr das denn? Ja, oldschool. Fahren wir ja mit dem Radlader rüber oder mit dem Telelader über die Fahrspuren und dann wird damit lang hergegangen oder wird nebenher gegangen und wird Steine gesammelt. Also diese ganzen Sammelgeräte funktionieren ja in der Hinsicht schon mal nicht, wenn man nach der Saat sammeln muss und will. Die funktionieren ja alle nur vor der Saat. So eine Dinger gab es hier mal testweise in der Region, aber alle, die sich so ein Ding geholt haben, haben das Ding auch bald wieder abgegeben, weil, naja, die haben unsere Steine nicht so richtig vertragen. Die vertragen vielleicht so faustgroße, aber wenn dann so einer kommt mit 80 cm Durchmesser oder 1 Meter, das schmeckt den Geräten dann auch nicht. Also die sind relativ schnell kaputt gegangen, diese ganzen Steinsammelgeräte. Von daher ist das keine Alternative. Also musst wirklich von Hand sammeln. Und es sind auch relativ viele. Ich weiß, es gibt so ein modernes Gerät, da kannst du mit einem Quad rüberfahren und die sammeln. Ist eine coole Sache. Aber wir haben Stücken dabei, wenn wir einmal rüberfahren, eine Fahrgasse, dann haben wir so 2 Tonnen Steine gesammelt. Hier geht's noch. Hier sind ein paar große, aber nicht so viel. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Aus dieser Richtung sieht es ein bisschen dunkler aus. Weil wir vielleicht in den Schlitz reingucken, keine Ahnung. Aber ansonsten das Ergebnis vom Schlitz ist ziemlich zufriedenstellend, nach wie vor. Was wollte ich euch noch erzählen? Ich pumpe jetzt, glaube ich, erstmal. Was wollte ich? Ich habe die Kamera eigentlich angemacht, weil ich euch irgendwas erzählen wollte. Jo, ich weiß wieder. Wir haben ja mal allerhand Zuschauer unter uns. Also wir sind aktuell am Plan einer Lagerhalle für Getreide neben der Biogasanlage. Also wenn ihr einen Hallenbauer hier unter uns habt, könnt ihr euch gerne melden zusätzlich. Und viel interessanter, wo man gar nicht so viel Film findet, Getreidetrocknung mit Biogasabwärme. Das sind spezielle Trocknungen, also kommt mir jetzt hier nicht mit, hey, die Trocknung und die Trocknung. Die Trocknungen für Biogasabwärme sind so ein bisschen spezieller, weil die mit weniger Vorlauftemperatur klarkommen. Also du hast ja nur 90 Grad aus der Biogasanlage und das, was die mit dem Brenner erzeugen an Wärmetemperatur, ist schon ein Unterschied. Von daher sind es meistens Bandlaufwerke oder Bandtrockner. Also wenn ihr da die richtigen Personen unter uns habt, wäre ganz cool, wenn ihr euch melden würdet an hannes.in.mv@gmail.com. Wäre ganz nice. Wäre ganz nice. Ansonsten haben wir jetzt noch insgesamt hier 100 Hektar. Ja, 100 Hektar ungefähr. Das dürften wir eigentlich schaffen. Also mit morgen ist Freitag und dann haben wir Samstag noch morgen und Freitag fahre ich aber nicht. Ich mache morgen Büro und morgen Abend habe ich Konzertkarten mit Lisa. Fahren wir nach Hamburg. Wir haben Konzertkarten für Hans Zimmer. Wenn ihr den nicht kennt, googelt mal, solltet ihr unbedingt kennen. Ist, glaube ich, weiß ich nicht, wir waren noch nie bei seinem Konzert, aber ist, glaube ich, ein eigenes Wert. Und dann geht es nächste Woche für mich ins Düngerstreuen und die Jungs fahren Zubringer für einen anderen Betrieb. Soweit erstmal die aktuelle Lage. Achso, wollte ich euch auch noch erzählen. Ich habe heute Morgen 406 Liter getankt. Da habe ich ja selber nicht ausgerechnet. 406 Liter auf 1300 Kubik, die ich jetzt mit dem einen Tank gefahren habe. Ich tanke ja nicht jeden Tag. 406 durch 1300. 0,31 Liter pro Kubik haben wir gefahren. 20 Kubik auf dem Hektar. Und man darf nicht vergessen, da ist ja der Straßenverkehr inklusive. Also wenn ich jetzt zum Acker hinfahre und zum Acker zurückfahre, ist ja nicht wenig. Wir sind aktuell 15 Kilometer weg. Mit so einem Bomber macht das schon ein bisschen was aus. Also 20 Liter oder so verbraucht man auch schon für so eine Fahrt hin und zurück. Von daher nicht wenig. Die Jungs haben ungefähr, ich glaube, 500 getankt, beide zusammen. Ich habe jetzt nicht genau, aber ungefähr, ich glaube, jeder hat 250 heute getankt, seitdem wir angefangen haben zu fahren. Geht auch. Also ein halber Liter noch mal drauf wären 0,8 insgesamt pro Kubik. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Vor allen Dingen, wir sind auch weit weg. Gut, Leute. Soweit ist mal. So. Ich glaube, von so haben wir mehr Licht. So. Das war's. Wir haben jetzt kurz nach 19 Uhr. Wir haben ein bisschen über 700 Kubik gefahren. Ja, zwischendurch sind wir noch zum anderen Schlag gefahren. Wir hatten nur 2 Zubringer, bei Svenny ist der Auspuff abgebrochen. Hatten wir schon 3-mal beim 6R.
Das scheint wohl ein Problem zu sein. Detlef hat das wieder geschweißt. Fix wieder gängig gemacht. Aber 6R hat anscheinend ein Auspuffproblem. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, habt ihr das auch beim 6R, dass der Auspuff ständig bricht? Genau, da waren wir auf eine Fläche, die dichter war, haben wir auch festgestellt, die war Tigerdrill, nicht befahrbar. Ich habe da 5 Hektar gemacht und das sah nicht gut aus. Bisschen tiefere Spuren, als das eigentlich sollte und haben jetzt auch, eigentlich war es ganz gut, so konnten wir rechtzeitig umplanen. Morgen fahren wir jetzt noch ein anderes Stück, so weit wie wir kommen, bis 16, 17 Uhr. Dann kommt der noch vorm Zubringer und ab Samstag sind wir 4 Zubringer mit dem Roten Baron-Betrieb zusammen beim anderen Betrieb. Genau, und ich werde dann Montag den 8R mir holen und dann mal gucken. Dann werde ich wahrscheinlich mit dem 8R Dünger streuen oder vor der Spritze fahren, damit das Gespann hier nochmal direkt vorm Zubringer die ganze Woche fahren kann. Glaube ich, das funktioniert ganz gut. Ihr wisst, Leute, Geld muss in die Kasse. Dieselpreise, Düngerpreise. Ah! Hallo! Wir haben kein Licht mehr. Aber wir sind, glaube ich, wir sind nach der Zeit. Wir kriegen auch kein Licht mehr, doch. Da, wir kriegen noch Licht. Wir sind nach der Zeit. Ihr wisst, Leute, Geld muss in die Kasse. Man muss jeden Euro mitnehmen jetzt aktuell. Ist wichtig, glaube ich. Und genau, deswegen fahren wir nächste Woche noch wahrscheinlich mit 4 Zubringern. Ich gucke das aber noch mal weiter. Das ändert sich ja jetzt jeden Tag hier. Und hier ruft einer an und da ruft einer an. Soweit ist mal. Ich bin auch ein bisschen Drohne geflogen. Müssen wir gucken, ob wir daraus was Gutes bauen können. War ein bisschen am Vorgewende. Am Vorgewende sieht es immer ein bisschen unschöner aus, weil ich auch teilweise ein bisschen anhebe, die Schlitze, ein paar Steine liegen oder beim Kurvenfahren hebe ich sie auch ein bisschen an. Deswegen sieht es da immer nicht so geil aus. Weil ich kann halt keine 180-Grad-Kurve fahren und die Schlitze unten lassen, ne? Das geht ja nicht. Und ja, ansonsten in der Reihenfläche sieht es top aus und gerade das jetzt, der Vergleich, hat mir eigentlich wieder gezeigt, wie wichtig das ist, eigentlich wirklich keine Bodenbearbeitung zu machen oder wirklich minimal, damit der Boden im Frühjahr gut befahrbar ist. Und gerade da ist ja die große Gefahr von Verdichtung. Versteht ihr? Verdichtungen entstehen ja nicht hauptsächlich, weil ihr im Sommer da mit dem Drescher rüberfahrt, sondern meistens, weil wir im Frühjahr mit Last rüberfahren auf feuchten Boden und da ist ja die Gefahr der Verdichtung. Gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann gucken wir mal, werde ich Sonntag noch eine AKF für euch drehen. Bis dann, ciao, ciao.